Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, was soll ich sagen? Es gibt Neuigkeiten in der Stadt von Shakes and Fidget. Und zwar wird ein Feature überarbeitet, was wir schon jahrelang kennen, was seit relativ zu Beginn des Anfangs des Games da gewesen ist und nicht großartig bisher überarbeitet worden ist. Und zwar die arkane Toilette. Die Toilette der arkanen Götter wird überarbeitet und wird sogar zeitnah auf einem Beta-Server getestet werden. Also ihr könnt tatsächlich die Toilette testen. Wenn ihr wirklich Druck haben solltet auf den Kessel, dann testet mal die Toilette. Ja, es gibt News dazu auf dem Social Media Account. Hier sehen wir schon Beta, New Closed Beta Test incoming. Wir testen die wir testen die arkane Toilette und dazu wird es am Freitag Neuigkeiten bzw. weitere Informationen geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst hier sehr gerne auf den Kanal ein Abo da und wir werden das natürlich dann auch testen, live im Video und gucken, was sich da jetzt so großartig verändert und was noch alles so vielleicht verändert wird, was deren Ziel ist. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was passieren wird. Ich denke mal, ich weiß nicht, vielleicht erhöhen sie die arkane Stufe. Keine Ahnung, vielleicht werden irgendwelche Items, kann man umwandeln oder vielleicht kann man jetzt irgendwie Holz und Steine, ich weiß es nicht, vielleicht kann man irgendwelche Ressourcen, die man sonst nicht braucht, da reinwerfen. Wir wissen es nicht. Dieses Bild hier zeigt jetzt auch nicht wirklich irgendwelche, in dem Sinne Spoiler auf, wo man drauf kommen könnte irgendwie. Ja, außer diese kleinen Goblins, die hier so eine Unterwäsche hier in der Hand halten. Ich weiß nicht, ich kann's nicht rein interpretieren, was das sein könnte. Vielleicht wisst ihr es. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt und wenn der Beta-Server da ist, werden wir natürlich darauf joinen und ich denke mal, es wird wahrscheinlich vielleicht wieder es ist eine Closed Beta, also man braucht definitiv auch einen Code dann halt eben dafür und mal gucken, vielleicht kriegen wir die rechtzeitig mit auf jeden Fall. Ne? Ansonsten gibt es im Webshop jetzt zum St. Patrick's Day, wir haben ja jetzt St. Patrick's Day, gibt es neue Pakete von heute, Donnerstag, jetzt bereits schon im Webshop. Bis einschließlich Montag geht das Event ja. Das ist hier auf F9 schon aktiv. Ne? Hier haben wir den Glückssale, 3 besondere Pakete. Ja, und das ist natürlich... kann man natürlich wahrnehmen, wenn man das möchte. So, ne? Und genau, die sind jetzt hier schon im Webshop verfügbar. Wie gesagt, wenn ihr einkaufen solltet, immer über den Webshop, weil über Steam, iOS oder Android bezahlt ihr immer 20% mehr für die Pilze. Deswegen immer hier über den Webshop aufladen. Und genau, falls ihr mich und meine Arbeit hier vielleicht supporten wollt, dann könnt ihr bei den Creator Code sehr gerne hier dort eingeben. Huch, der Code existiert nicht. Normalerweise funktioniert er. Keine Ahnung, warum er jetzt gerade nicht funktioniert. Kann sein, dass da irgendwelche Probleme gerade gibt. Aber ansonsten für gewöhnlich sollte das Fenster hier grün sein. Ja, und dann könnt ihr den da einfach eingeben und dann werde ich da noch mehr kostenfrei mit dran beteiligt, supportet und das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt hat er ihn gefunden. Ja, einfach nochmal einloggen, falls es nicht funktioniert. Und dann werde ich da auch dabei supportet. Deswegen vielen lieben Dank an jeden, der das machen sollte. Weiß es sehr zu schätzen, ist ein riesengroßer Support für mich auf jeden Fall. Und deswegen danke an der Stelle. Genau, wir haben hier die Pakete, die kann ich euch auch einmal zeigen. Leider können die auch wieder nur im Nachhinein freigeschaltet werden. So, ne? Das ist natürlich immer das Ding. Ansonsten hier die folgenden exklusiven Angebote werden während des Lucky Sales 14. bis 17. März, Webshop vom 13., also von heute schon bis zum 17. März angeboten. Da war einmal das erste Paket, was wir eben schon gesehen haben, für 10 Euro, 330 Pilze, 40k Metall, 150 Lucky Coins. Dann haben wir hier das Regenbogenpaket für 25 Euro mit 860 Pilzen, 500 Lucky Coins, 50.000 Metalle und 25.000 Kristalle. Ja, und das Goldtopf-Paket, was hier jetzt auch das höchste Paket ist, also es gibt jetzt kein 100-Euro-Paket. Und da haben wir dann einmal 1770 Pilze, 750
Lucky Coins und 50.000 Kristalle für halt eben 50 €. Ja, müsst ihr selbst wissen, ob ihr das braucht oder nicht. Die Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Ja, ich kann nur immer wieder so sagen, im Late Game braucht man diese Ressourcen wie Kristalle und Metalle nachher eher weniger. Wie gesagt, die Lucky Coins sind immer ganz, ganz angenehm, wenn man die nebenbei haben möchte. Aber ja, diese Pakete sind halt eher für Leute, die noch nicht so lange dabei sind, beziehungsweise Serverstart spielen und noch diese Kristalle brauchen, beziehungsweise halt eben ihr ganzes Equipment jetzt noch nicht so hoch haben, aber das kommt früher oder später so oder so. Es verschnellert halt eben nur den Prozess. Ne? Nachher braucht man es nachher später dann halt eben nicht mehr. Und deswegen, wie gesagt, müsst ihr es selbst wissen, ne? Ob ihr das braucht oder nicht. Und dann je nachdem zuschlagen oder halt eben nicht. Ja, genau, so sieht das aus. Ja, ich bin sehr gespannt, gerade jetzt halt eben, wie gesagt, auch auf dieses Update mit der Toilette, was das sein könnte. Ich hätte auch jetzt nicht vermutet, dass das jetzt nochmal, also dass die Toilette jetzt nochmal angegangen wird. Ich meine, ich habe es mal irgendwo ganz kurz mal aufgeschnappt in irgendeinem Ausschnitt von einem Stream. Ich weiß es aber nicht ganz genau, kann sein, dass da mal so ansatzweise drüber geredet worden ist, ne? Aber ich bin sehr gespannt, was da passieren wird, wie das umgesetzt werden soll und was wir dann dadurch dann Neuartiges bekommen. Ne? Ich bin schon sehr gespannt auf den Beta-Test, wenn es dann soweit ist. Und natürlich machen wir davon dann dementsprechend auch wieder Videos, ne? Ist ja ganz klar, weil das ist natürlich ein Feature. Ja, das ist sowas Grundlegendes, sag ich mal, ne? Also es ist jetzt nichts, was jetzt so komplett neu ist, sondern hier wird jetzt an grundlegenden Features halt eben rumgeschraubt so ein bisschen und überarbeitet und das könnte halt, ja, ich will es nicht hypen so, ne? Es wird halt angepasst, überarbeitet so, ne? Kann ja auch nur sein, dass es vielleicht nur optisch angepasst wird. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat auch wirklich eine Funktion, die sich dann dahinter versteckt, ja, bei diesem Update. Und ja, das gilt es dann eben herauszufinden, was das denn sein wird. Genau, auf jeden Fall wissen wir, es gibt ein paar Probleme bezüglich auch der Ressourcen. Das wurde auch schon öfter mal angesprochen, ne? Auf welchen Wege das nachher passiert, dass man irgendwie noch irgendwas mit diesen Art Ressourcen anfangen könnte, das sei dahingestellt. So, ne? Holz und Steine, die haben ja wenigstens noch eine Funktion, dass man mal, ja, keine Ahnung, irgendwie zweimal pro Tag hier einen Edelstein suchen kann, was jetzt aber auch den Kohl nicht wirklich fett macht bei den Ressourcen hier, ne, die man immer wieder bekommt durch Glücksrad und durch ja, Quests und alles mögliche so, ne. Das ist erstmal so das Ding. Und dann halt in der Unterwelt. Und in der Unterwelt hast du ja effizient gar keinen Nutzen mehr von diesen Seelen. Du kannst hier nichts mehr machen. Das Einzige, was du mit den Seelen machen kannst, ist dein Wächter verbessern so, ne? Das ist das Einzige, was du machen kannst, aber es bringt dir ja auch nichts. Das bringt dir ja nichts, nicht mal was so, ne? Weil du nachher ab einer bestimmten Stufe, ja, besiegst du sowieso alles und du brauchst ja aber nachher sowieso keine Kämpfe mehr machen, keine Helden anlocken, weil du ja eh keine Seelen mehr brauchst, weil du die ja auch nie verbraucht hast oder nie verbrauchen wirst, so, ne? Und wie gesagt, in der Lichtwelt, beziehungsweise in der Festung, ne? Schattenwelt, Lichtwelt, Unterwelt, Festung, da hast du ja wenigstens noch ein bisschen Nutzen und kannst so einen Stein gewinnen dann mit den Ressourcen hier, ne? Wie gesagt, hier kannst du nichts mit den Ressourcen anfangen, mit den Seelen. Und ja, da ist das Feature dann einfach durchgespielt und dann bleibt das halt eben so bestehen. Ne? Und das ist halt eben so das Ding. Ja. Naja, jetzt auch gerade hier zum Glückstags-Event. Jetzt haben wir ja auch wieder hier diese ganz tolle Kombination. Also ne, erstmal, wir bekommen hier wieder übelst viele Ressourcen halt wieder. Das meine ich halt eben auch wieder. Also kriegen wir auch wieder einen Arsch voll Holz und Steine wieder so. Ne? Das ist ganz geil. Hier natürlich 40 mal Spin und wir haben hier Gold. Aber welche Kombination natürlich komplett Arschritze ist natürlich Glanzparade des Goldes und Epic Gut Glück. Ja, Epic Gut Glück heißt, wir können hier jetzt 20 mal würfeln. So, und anstatt, dass wir, das lehne ich auch ab, brauchst du einfach nicht, anstatt, dass wir Gold bekommen hier, ja, bekommen wir diese super tollen Epics, die wir verkaufen können für 2 Millionen oder so. Ja, das ist richtig super, da freue ich mich wirklich, oder 5 hier, wow, ja, da freue ich mich aber wirklich, dass wir hier die Epics jetzt hier drin haben, anstatt das Gold, ne, gerade im Late Game,
wenn du über 632 bist von der Stufe her, wenn du einen 5er Pasch Gold würfelst zum Gold-Event, dann bekommst du einfach 500 Millionen Gold. Eine halbe Milliarde bekommst du, wenn du einen 5er Pasch Gold würfelst, ne? Das ist so krass, das ist so heftig. Selbst wenn du es nicht würfeln solltest, ne? Und nur einen 4er Pasch würfelst, selbst dann hast du ja, glaube ich, was waren das, 100 Millionen, glaube ich, waren das? Ne? Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube ja. Und das ist so krass, ne? Und anstatt dessen haben wir jetzt hier wieder diese Epic-Beutel, die das Gold wieder überschreiben. Die überschreiben die Goldwürfel hier, weil wir Epic gut Glück haben hier jetzt an der Stelle, anstatt Gold. Ne? Anstatt eine halbe Milliarde kriegen wir hier ja, sowas hier halt, ne? Naja. Gut, man will sich nicht beschweren. Ich meine, 40 Mal hier am Glücksrad spinnen ist natürlich auch nicht verkehrt. Gerade weil wir hier, auch wenn wir hier auf Gold kommen, kann das natürlich auch scheppern in der Art und Weise. Wir holen uns mal noch hier das Lucky Coins Paket, weil das werden wir definitiv jetzt auch brauchen über die Tage. Und da, ja, spart man sich ja dann auch immer noch mal so ein klein wenig, ne? Ja, aber das soll es erstmal soweit dazu gewesen sein. Ansonsten für die Leute, die jetzt bis zum Ende geschaut haben, noch eine kleine Information. Morgen werden wir auch wieder ein kleines Giveaway machen. Ist wirklich nur ein kleines diesmal. Also was heißt klein, ist immer noch der, ne? Ich werde das 50-Euro-Paket verlosen, beziehungsweise halt 50 Euro verlosen dann morgen im Video zum Event jetzt hier, zum St. Patrick's Day Event, ja, weil es halt wieder so ein Paket gibt. Wird morgen im Video passieren und ja, das nur so am Rande nochmal zum Ende des Videos als kleine Info. Alles klar, aber das war es erstmal soweit für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.